Lass uns beten. Vater, wir wollen dir danken. Als wir Sünder waren, bist du als Mensch gekommen und für uns gestorben. Als wir Feinde waren, hast du alles gegeben. Wie viel mehr jetzt, dass wir es wagen, zu dir zu kommen. Ich weiß, Himmel ist bereit. Ich weiß das. Als der verlorene Sohn zurückkam nach Hause, der Papa wartet schon auf ihn auf der Straße. So, unser Gebet ist, unsere Freude auszudrücken, dass du schon auf uns wartest, etwas Neues in unserem Leben zu tun. Und wir öffnen dir die Türe unserer Herzen dafür und wir danken dir dafür im Namen Jesus. Amen. Amen. Wir werden heute etwas betrachten, was ich für sehr, sehr wichtig halte. Wir wollen zu der Bibelstelle gehen, wo Jesus zum allerersten Mal das Wort Gemeinde oder Kirche benutzt hat. Da wir uns eine Gemeinde nennen, es ist wichtig für uns zu wissen, wer hat das Wort als allererstes angewendet und warum überhaupt. Matthäus Evangelium, Kapitel 16. Matthäus Evangelium, Kapitel 16, ab Vers 13. Matthäus Evangelium, Kapitel 16, ab Vers 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen, etliche für Johannes, den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es kam ein Punkt im Leben Christus, Jesus, wo er sich entschieden hat zu wissen, was Leute über ihn sagen. Und da er manche Bereiche des Dorfes oder der Stadt nicht erreicht, vielleicht weil er zu mancher Kneipe nicht gegangen ist, war es ihm wichtig, seine Jünger zu fragen: Was hört ihr über mich? Was sagen Leute über mich? Und ihr könnt wissen, dass Leute haben Meinungen. Soll ich dir heute sagen, dass Leute über dich reden? Und jeder hat eine Meinung über dich. Das kannst du nicht vermeiden. Jeder hat eine Meinung über mich. Sogar frag deine Kinder. Sie alle haben verschiedene Meinungen über dich, Papa oder Mama. Aber Jesus hat irgendwas getan, was für uns wichtig ist. Und er sagt: Okay, in dieser Freundschaft, die ich mit euch pflege, was denkt ihr über mich? Wir essen zusammen. Wir leben zusammen. Wir arbeiten zusammen. Was denkt ihr über mich? Ich will hören, was ihr sagt. Und dann sagt Petrus: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.
merke es, aus 12 Leuten hat nur einer gesprochen. Bestimmt die anderen, vielleicht hatten sie keine Meinung. Sie leben zwar mit ihm, aber sie haben noch nicht ihre eigene Meinung gebildet. Sie haben die Meinung von draußen genommen. Es gab eine Werbung damals, vor ein paar Jahren. Überall steht es, bild dir deine Meinung. Wer kennt diese Werbung? Von der Bild-Zeitung. Und einmal stand ich vor dieser Werbung und ich sagte, Lüge, Lüge. Ihr zwingt uns eure Meinung. Alles, was du heute weißt über die Stadt, nächsten Sonntag werden wir wählen in Leipzig. Alle Informationen, die du dir gesammelt hast, ist von der Zeitung oder Nachrichten. Und sie manipulieren, dir eine Meinung zu geben. So, lass mich dich enttäuschen. Das, was du deine Meinung nennst, ist nicht deine Meinung. Es ist, was man dir gegeben hat. Ich habe einen Kollegen, wo ich arbeite. Er hat komische Meinungen über die Stadt, über das Land, über die Nation. Weil er bestimmte Nachrichten hört. Aber die Frage, die Gott sagt, ist, wenn du jetzt wählen gehst, hast du darüber gebetet, Gott, was sagst du über Leipzig? Amen. Es ist wichtig, du direkt zu hören von dem, der originale Meinung hat. Ich liebe diese Geschichte. Ich habe irgendwo gepredigt, es ist Lauchhammer in Berlin. Damals hatte ich noch einen glänzenden Anzug. Und es war bei einer Hochzeitsfeier mit ein paar Afrikanern. Und da waren lebendige Afrikaner. Und als ich gepredigt habe, sie haben mich angefeuert. Amen, Halleluja, Amen. Und ich in meiner Dummheit, ich habe sie mich tragen lassen. So, ich bin geschwommen in ihrem Amen begeistert. Tatsächlich, jemand hat sich bekehrt bei dieser Predigt. Und alle haben mich bedankt. Oh, Halleluja, das war eine tolle Predigt, das war Feuer. Oh, Power, Power. Und ich komme nach Hause und Gott sagte mir, Zeit verschwunden. Leute loben mich, Max. Aber Gott sagte mir, Rotz, was du da gemacht hast, ist Rotz. Ich war nicht da mit dir. Ich musste Buße tun. Darum ist es wichtig für uns zu hören die Meinung Gottes über Dinge, auch über Menschen. Ich weiß nicht, warum ich so weit gehe. Okay, so Petrus sagte, du bist der Christus. Und Jesus antwortete, Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jonas. Denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Glückselig bist du. Gesegnet bist du. Auf Deutsch gesagt, befähigt bist du, dass es dir gelingt. Warum? Weil du deine Information von oben bekommen hast und nicht von den Menschen. Amen. Wo du deine Information bekommst, ist wichtig. Und Gott kann dir Information geben, wenn du fragst. So, alle sagen Johannes, Elias, aber Petrus, durch Gottes Gnade, sagte die Wahrheit. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. So, Jesus hat Petrus wissen lassen, das, was du gesagt hast, war nicht deine Meinung, sondern Gott hat sich entschieden, durch dich sprechen zu lassen. So, Jesus wurde als Christus geoffenbart. Oh, ich habe zuvor versprochen, oder? Okay, ich hatte das.
das. Und er sagt weiter in Vers 18. Ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Sein Name hieß Simeon. Das war der Punkt, wo Jesus ihn Petrus gegeben hat. Dein Name soll jetzt Petrus sein. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Gemeinde wird so stark sein, dass die ganze Macht der Hölle wird die Gemeinde nicht stoppen können. So, wo fangen wir jetzt an? Okay, lass uns fangen. Was ist die Gemeinde? Das Wort die Gemeinde kommt aus Ekklesia, die Rausgerufene. The called out ones, die Rausgerufene. So, die Gemeinde ist Haufen von Menschen, die Gott rausgerufen hat zu sich. Wie Gott Abraham rausgerufen hat, ihn zu suchen. So, die Gemeinde sind Menschen, die Gott rausgerufen hat. Es gibt aber etwas über das Rausrufen. Weil ich will etwas jetzt sagen, was dich vielleicht überraschen kann. Nicht jeder, der im Gottesdienst sitzt, gehört zur Gemeinde Christi. Nee. Nicht jeder, der Mitarbeiter ist in der Gemeinde, gehört zur Gemeinde Christi. Solange du noch nicht rausgerufen worden bist, bist du noch drinnen, wo auch immer du gewesen bist oder bist, dann bist du nicht zur Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Haufen von Menschen, die rausgerufen worden sind. Und Gott sagt, es gibt einen Ort, wo er seine Gemeinde bauen wird. Und auf dem Felsen. Nun will ich etwas korrigieren. Weil es manche Leute gibt, die glauben, dass die Gemeinde wurde auf Petrus gebaut. Wer hat sowas schon mal gehört? Dass die Gemeinde wurde auf Petrus gebaut. Okay, nun. Jesus sagte Petrus, Simon, du bist Petrus. Lass mich das raussuchen, was Petrus bedeutet. Er sagte, du bist Petrus. Und das Wort Petrus heißt auf Griechisch Petros. Und das Wort Petros bedeutet Stein, kleine Felsen, Stein. Und er sagt, du bist Petros, du bist ein Stein. Und er kommt auf diese Felsen. Nun, das Wort Felsen, die Gott benutzt hat, heißt Petra, nicht Petros. Petrus heißt Petros, Stein. Felsen heißt Petra, Felsen, große Felsen. So, die Gemeinde Gottes ist nicht auf Petrus gebaut. Ist das nicht wunderbar? Dieser Petrus, der Gott Jesus verleugnet hat. Stell dir mal vor, was für eine Gemeinde wir sein werden. Petrus ist nicht das Fundament der Gemeinde Gottes. Aber Gott hat zu Petrus gesprochen, weil in dem Moment ist er Stellvertreter für alle Jünger. Darum hat Jesus ihm gesagt, wenn du wieder zum Glauben gekommen bist, stärke die Gemeinde. So, auf welchem Fels baut Jesus seine Gemeinde? Es gibt ein Fels in Jerusalem. Das Fels ist grün-weiß. Und wenn du diesen Fels anschauen kannst, in Jerusalem, in der Nordwest Jerusalem, das ist der Fels. Und alle gucken mich, was ich erzähle.
Stimmt nicht, es gibt keinen Vers. Na, guck mal, wo ist der Vers? Ich fliege sofort morgen nach Jerusalem. Der Vers, wovon Gott redet, ist die Offenbarung Christus. Die Gemeinde ist auf der Offenbarung Christus gebaut, nicht aufgrund, dass wir einander nicht mehr verstehen. Es ist so traurig, dass manche Leute sich von ihrer Gemeinde trennen, weil sie sich nicht mehr verstehen und dann gründen sie ihre eigene Gemeinde. Habt ihr sowas schon mal gehört? Was ist das Fundament einer Gemeinde? Streit. So, die Gemeinde Gottes leidet heute. Der Leib Christi wird von links und rechts geschlagen, weil wir nicht mehr da stehen, wo wir stehen dürfen, sollen. Wir stehen nicht mehr auf dem Fels. Wir haben unsere Gemeinschaften auf dem Sand gebaut, auf Gefühle und Theorie gebaut. Nicht mehr auf dem Person Jesus, der Christus ist. Was ich heute mache, ist eine Einleitung des Amts des Christus. Weil das Wort Christus ist nicht nur Messias. Christus, wer Jesus ist größer als am Kreuz zu sterben. Das ist genau, was Satan haben wollte. Darum wurde er rausgeschmissen vom Thron Gottes. Ich gehe nicht dorthin. So, Jesus sagt, wenn ich meine Gemeinde baue, auf der Verbauung meiner als Christus, dann kann keine satanische Macht die Gemeinde überwältigen können. Das heißt, in der Gemeinde Gottes werden wir Kontakt mit Kraft haben, übernatürliche Kraft Gottes, dass wenn wir auftreten, wo auch immer wir kommen, Satan und Finsternis wird sich beugen. Warum? Weil wir gekommen sind auf die Offenbarung des Christus. Was mich gefällt hier ist auch, es steht, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werden Pastoren die Gemeinde bauen. Steht das so? Liest die Bibel? Steht das so, dass wer baut heute Gemeinde? Rede mal mit mir. Wer baut die Gemeinde? Sei mal mutig, mach Fehler. Du darfst Fehler machen. Wer? Jesus. Er baut die Gemeinde, nicht der Pastor. Ist das nicht schön? Stell dir mal vor, ich baue Gemeinde. Katastrophe. Katastrophe ohne Strophe. Darum werdet ihr von mir nie hören. Gott hilft mir. Meine Gemeinde. Meine was? Der Tag, wo es deine Gemeinde ist, Gott sagt, okay, bau weiter dein Ding. Es ist deine Gemeinde. Nicht meine Gemeinde, nicht meine. Es ist Gottes Gemeinde. Darum sind wir 40 Tage fasten und beten gegangen, zu fragen Gott, woran, was sollen wir machen? Halleluja. Du konntest im Internet gehen, Gemeindeaufbau, bam, es gibt viele Tipps. Nee, Gott, weil Gott baut Gemeinden, wie er will. Verstehst du mich? Nun, womit baut Gott eine Gemeinde? Und ich will etwas hier sagen. Neulich bin ich begegnet von einer Gemeinde, die uns helfen wollen. Glaub mir. Sie wollen dieser Gemeinde helfen. Sie wollen unsere Gemeinde mit Finanzen unterstützen. Ist das nicht wunderbar? Und ich sagte denen, wir brauchen kein Geld. Ich brauche nur Menschen. Der war überrascht. Kein Pastor hat das gesagt, alle wollen Geld. Ich brauche kein Geld. Ich brauche nur Menschen. Wenn ich Menschen habe, Geld jagt uns nach. Gott baut eine Gemeinde nicht mit Geld, sondern mit Steinen.
Halleluja. Sind wir noch da? Du bist Petrus. Du bist ein Stein. Du bist ein Werkzeug, womit ich meine Gemeinde bauen werde auf diesem Fels. Das heißt, Leute, die Gott benutzen werden, seine Gemeinde zu bauen, die so stark sein, dass Satan die Gemeinde nicht kaputt machen kann, das sind Menschen, die die Offenbarung Christus haben. Nicht nur Menschen, die sonntags kommen, Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen. Nicht nur Menschen, die große Schild auf ihr Auto geklebt haben. Nicht nur Menschen, die Mitarbeiter sind, sondern Menschen, die eine direkte Offenbarung und Verständnis des Christus in ihrem Herzen haben. Das sind die Steine. Kein Wunder. Gemeinde komme hoch und geh runter. Wir suchen nicht nach Geld in dieser Gemeinde. Ich suche nach Menschen. Menschen, ihr kennt mich, Menschen. Gib mir Menschen, Geld jagt uns nach. Gib mir Menschen, Geld jagt uns nach. Verrückte Menschen, die versteht, es geht um Jesus, nicht um mich. Nun lass uns 1. Petrus Kapitel 2 sehen. 1. Petrus Kapitel 2. Ich bin sicher, dass in den nächsten Wochen Gott wird ein paar Theologie kaputt machen. Sogar die ich so lange Zeit gepredigt habe. Ich werde heute was sagen. Ist das nicht schön, dass man lernt jeden Tag? Ist das nicht schön? Ich habe gestern eine unserer Predigt gehört. Und ich saß da und ich habe gehört, wie wir was gesagt haben. Ich sage, oh, stimmt nicht mehr. Jetzt wird es besser. Ich freue mich. Und dann kommt die Frage, aber die Leute, die das hören, Gottes Gnade ist stark. Wer weiß das? Solange ich ehrliche Fehler mache, Gott ist fähig, das zu korrigieren. Amen. Ich habe etwas gesagt. 2016. Und jetzt weiß ich besser. Aber da haben mehr Leute gehört. Und ich habe gesagt, Vater, alle, die das ja hören, schütze du sie und bringe sie zum Licht. So, ich bin ein Mensch. Wenn ich besser weiß, ich sage es. Ist okay? Darf ich das machen? Ich habe nicht zu schützen. Ich mache Fehler. Wer weiß das? Darum sage ich Mitarbeiter, ihr dürft Fehler machen. Bei mir darf man Fehler machen. Frage Gott, wie viele ich gemacht habe. Frag ihn. So, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Hör mal zu, wir reden über die Gemeinde Gottes, wie Gott seine Gemeinde baut. Weil, ich sage dir, wenn wir Gott erlauben, diese Gemeinde zu bauen, Anne, in einem Jahr, du wirst uns nicht mehr kennen. Du wirst fragen, ist er denn noch die Living Water? Der sagt, wir sind immer nur dasselbe. Aber ihr seid schon anders. Ja, wir haben Gott erlaubt, uns zu bauen. Wir bauen nicht mehr. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. So, bist du ein Stein oder bist du ein Sand? Weißt du, als man Tempel Gottes gebaut hat, die Bibel lässt mich wissen, sie haben Steine benutzt. Sie haben keine Mortel gemischt. Sie haben Steine benutzt und die Steine sind so gegeben, wie Gott das gegeben hat. Und wo sie die Steine bearbeitet haben, war außerhalb der Stadt. Und sie mussten die Steine so schneiden, so hacken, damit es passt. Sie werden noch da. Und Gott sagt, wir sollen lebendige Steine sein. So Gott baut seine Gemeinde mit Steinen, nicht mit Geld.
Und Gott mit mir und mit dir will Gott seine Gemeinde bauen in Leipzig. Eine starke Gemeinde, die Satan Kopfschmerzen geben wird jeden Tag. Durch diese Aussage erkennen wir, dass es ein anderes Reich gibt, die gegen uns kämpft jeden Tag, ob du das glaubst oder nicht. Darum steht es, seit dem Tag Johannes der Täufer bis zum Jetzt wird das Reich Gottes mit Gewalt angetan. Steht das in deiner Bibel? Und die Gewaltigen werden das Reich an sich reißen. Es gibt ein Reich Gottes. Es gibt einen Ort. Es gibt etwas, was wir als Christen erleben dürfen sollen. Aber es gibt so einen großen Widerstand, der nicht will, dass wir das erleben. Es gibt einen Sturm, der kommt, wie heute in Leipzig. Und alles, was nicht mit Stein gebaut ist, auf dem Felsen, wird zusammenklappen wie 2 Euro Reisetasche. Aber Gott sagt, wenn ich meine Gemeinde baue, ich garantiere euch, nichts kann euch kaputt machen. So, was macht Gott? Er nimmt dich als Stein und er schaut, wo er dich reinstecken will in das Gebäude. Wer hat schon mal gemauert? Wer hat schon mal ein Haus gebaut, gemauert? Du schon, ich auch. Eine wunderbare Wand. Die steht so. Das ist eine andere Geschichte. Wenn du mauerst und eine Wasserwaage. Stein legen, Motte und guckt. Super. Und am nächsten Tag steht der Wand so. Ja, der Chef konnte nicht anders. Er weiß, ich bin kein Maurer vom Beruf. Er wollte billige Mitarbeiter haben, er hat billige Mitarbeiter gekriegt. Wenn du mauerst, mein Bruder, du nimmst einen Stein, du legst es. Und irgendwann ist der Platz kleiner als der Stein, oder? Und was magst du? Habe ich recht? So, Gott kann dich machen. Gott macht das, was du jahrelang gespart hast. Ein Bruder sagt, Gott, ich liebe dich, Herr, ich will dir dienen. Gott sagt, du willst mir dienen? Er sagt, ja, ich will dir dienen. Gott sagt, okay, deine Doktorurkunde, bring es zu mir. Und er freut sich, Gott will das salben für neue Arbeit. Und manche Leute, sie haben viel gegeben, um Doktor zu sein in der Universität. Wer weiß das? Und er kam zu Gott. Und Gott sagte, willst du mir diese Urkunde geben? Oh, ja. Er hat noch nicht verstanden. Gott sagt, zerreiße diese Urkunde jetzt von meinen Augen. Jahrelang Arbeit. Und mit Tränen in den Augen hat er das zerrissen. Gott sagt, okay, geh jetzt in einem Dorf in Nordnigeria. Da wirst du mir dienen. Kein Strom, kein Wasser, viele Mücken, islamische Terroristen. Da. Er ist gegangen, weil er ein Stein ist. Ein Stein, es geht nicht mehr um sich. Ein Stein lebt für den Meister. Okay, als du gemauert hast, bitte rede mit mir. Hast du mal einen Stein genommen und der Stein schreit gegen dich? Ein Stein redet. Und was hast du gemacht? Aber der Stein hat dir erlaubt, das zu machen. Der Stein kann dich nicht widerstehen. Wir haben viele Steine, sogenannte Steine im Leib Christi. Sie sind weißer als der Maurer. Sie sind klüger als der Maurer. Jesus sagt, steh auf und betet. Sie sagen, ich bin müde, ich kann nicht beten. Du kannst nicht ein Stein sein. Rede ich mit der Liebe? Wir wollen keine Memme-Gemeinde haben. Gott hat genug Memme-Gemeinde. Es geht nicht um die Menge, es geht um die Qualität.
Qualität. Und was mich zu einem Stein macht, den Gott gebrauchen kann, seine Endzeitgemeinde aufzubauen, ist mein Verständnis, dass Jesus Christus der Herr ist. Gib mir 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 14. Ab Dienstag fangen wir an, über die Dreieinigkeit zu reden. Dann werden wir mehr verstehen über über das Amt Christus. Christus ist nicht eine Person, es ist ein Amt. Über das Amt Christus. Dann werden wir verstehen, als Gott sagte, setze dich zu meiner Rechte, bis ich deine Feinde fertig gemacht habe. Werden wir verstehen, was das bedeutet. Okay, ich sage das jetzt. Ich habe immer gesagt, und ich habe manchmal euch gefragt, wo sitzt Jesus jetzt? Und wir sagen, zur Rechte Gottes, oder? Nee. Das Wort, oh Gott. Jesus ist Zentrum, alles im Himmel. Jesus ist der König. Er ist der Verwalter alles. Du kannst Gott nicht erreichen ohne durch Jesus. Du kannst nichts im Leben haben ohne durch Jesus. Wenn du Jesus wegnimmst aus deinem Leben, egal wie lange du in Zunge redest, deine Zunge ist leer und Nichtigkeit. Jesus ist der das verwaltet, und Gott hat ihm alles übergeben, hat es selber gesagt. Jesus ist der Richter. Und er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, es sei denn durch mich. Das heißt, niemand erlebt das Allermächtigste im Leben ohne durch mich. Darum müssen wir als Gemeinde lernen, ihn zu erkennen als der Christus. Nicht nur der Erlöser. Also wenn er nur der Erlöser ist, nachdem er uns erlöst hat, werden wir ihn bei ihm bedanken. Wir waren mal in Nigeria. Unser Auto ist festgefahren im Sand. Und da kommen ein paar Jungs, haben uns geholfen. Obwohl, es ist eine gute Geschichte, ich erzähle die Geschichte. Manchmal muss man lachen, okay? Wir sind zum Strand gegangen, ich, meine Familie. Und diese Typen haben uns dirigiert, kontrolliert, was ist das? Gezeigt, wo wir parken sollen. Komm hier. Und ich schaute, wo sie uns führen. Das ist keine gute Ort, das ist Sand. Park. Und wir haben geparkt. Weil sie wussten, wir werden nicht rausgehen können. Dann mussten wir sie beten, uns zu helfen und den bezahlen dafür. Wir haben Strand gemacht, alles gemacht und wir gehen nach Hause. Und dann kommen sie, sollen wir euch helfen? Ich werde dann geschoben. Ah, okay. So, ich muss da denken. So haben sie, das ist Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Diese Ecke in Nigeria. Sie haben mich errettet. Ich habe denen gegeben, sie sind weg, ich bin weg, oder? Was machen wir? Jesus, mein Erlöser. Und wir sagen, danke Jesus, Erlöser. Jetzt bin ich Christ, jetzt gehöre ich zur Gemeinde. Jetzt kann ich in Zunge reden. Okay, ein bisschen Kollekte, Jesus, ein bisschen Kollekte für dich. Du brauchst mein Geld in der Gemeinde. Dann sind wir weg. Nein. Jesus ist mehr als ein Erlöser. Er ist der Christus. Er ist es. In 2. Korinther 5, 14 sind wir schon da. Die Bibel sagt, denn die Liebe des Christus, verstehst du mich? Die Liebe des Christus, die Liebe zur Christus, zu dieser Position, zu dieser Administrator, die Liebe zur Christus, zu der ist. Was macht es? Drängt uns, motiviert uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Wir kommen dazu später, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ein Stein,
Ein lebendiger Stein lebt nicht für sich. Darum lebst du für dich. Du kennst noch nicht, dass er der Meister deines Lebens ist. Kein Mensch ist frei. Ich bin frei. Du bist nicht frei. Kein Mensch. Jeder ist ein Sklave. Entweder Sklave des Satans oder Sklave Gottes. Hello? Kein Mensch ist frei. Entweder Gott benutzt dich, sein Haus zu bauen, oder Satan benutzt dich, sein Haus zu bauen. Und Satan hat viele Häuslein in manchen Gemeinderäumen. Er hat viele. Viele Leute haben Satan erlaubt, die zu benutzen, die Arbeit Gottes so kaputt zu machen. Warum? Sie sind nicht bereit, ihre Wille, ihre Gefühle, ihre Lust beiseite zu legen und den Meister Jesus erlauben, aus dem zu machen, was er will. Der Stein lebt nicht mehr für sich allein. So diese Gemeinde lebt nicht mehr für sich allein. Wenn Gott morgen sagt, hey, junger Mann, Pastor Pascal, gut gemacht, geh mal Pause, Max, du bist Pastor. Das ist die richtige Entscheidung. Ja, es ist seine Gemeinde. Amen. Es ist seine Gemeinde. Wenn er sagt, okay, für die nächsten 2 Monate kein Gottesdienst, alle zu Hause beten, 17 Uhr. Es ist seine Gemeinde. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, ich habe solche Beispiele mal gegeben und jemand hat das verstanden. Hat gedacht, dass ich nicht begeistert bin, Pastor zu sein. Nee. Ich sage nur, dass ich bereit bin, zu tun, was Gott mir sagt. Weil es ist seine Gemeinde. Ich will jetzt etwas sagen, bevor wir weitergehen, weil die Zeit will nicht mit mir arbeiten heute. Jesus baut seine Gemeinde. Das heißt, er baut Menschen. Stimmt das? Mit den Steinen. Jesus zu 99,9,9%. Es ist mir egal, welche Bühnefarbe ihr benutzt, welche Stuhlfarbe ihr benutzt. Es ist mir egal, was für Lautsprecher ihr gekauft habt, ob ihr Glaspult oder Holzpult benutzt. Es ist ihm egal. Kann man verstehen? Weil ich sehe, dass manche Leute haben Streit in der Gemeinde, wo der Pult stehen soll. Nein, es geht um Menschen. Wir entscheiden von uns selber, wie wir die Bühne haben wollen, okay? Wir entscheiden das. Und ihr seht, wir sind noch nicht fertig mit der Bühne. Bis April, Ostersonntag muss das schaffen, Ostersonntag. Alles muss mit verschiedenen Lichteffekten. Der Lichteffekt. Der konnte mein wunderbares Gesicht sehen. Wenn lila und rot und blau Licht zu mir kommen, nicht diese Baustelle Licht. Aber trotz dieser Baustelle Licht, Leute sind gesegnet. Ihr versteht, was ich meine? Das soll uns nicht fertig machen, diese materiellen Dinge. Das Wichtigste ist in den Menschen. Und das ist, was Gott will. So, es interessiert ihn, was wir mit den Menschen machen. Das ist das Wichtigste. Wie schätzen wir die Menschen, die ihr bringt? Wie viel Zeit haben wir für die Menschen? Warum? Wir kennen bei den Menschen Steine. Deshalb wird er verstehen. Als Jesus getestet wurde von Satan nach dem Fasten, hungrig ohne Ende. Und Satan kam zu ihm, macht Steine zum Brot. Er konnte Steine zum Brot machen, aber Jesus sah Menschen. Und es ist nicht Aufgabe der Leiter, Menschen aufzuessen. Weil manche Pastoren, sie sagen, heute sind wir viel. Und sie fangen an zu zählen, okay, wir sind heute 500 Leute. So, wenn jeder 50 € gibt, dann rechnen sie, das sind Leute, die Menschen essen. Sie machen Stein zum Brot. Verstehst du mich, Max? Wenn sie Leute sehen, sie überlegen, okay, mit diesen Leuten jetzt können wir das und das machen, der Gemeinde. Nein. Die erste Aufgabe der Gemeinde ist, wie können wir diesem Mann helfen, dieser Frau helfen, ein Mann, eine Frau Gottes zu sein. Das ist die erste Aufgabe. Und wenn es heißt, dass ich meine Tasche leeren soll, damit es dir gut geht, das ist die Gemeinde. Menschen. Schade, in meiner Tasche gab es nicht.
Ich werde auch nicht während der Predigt was in der Tasche rein, zu dem Markt die Schönheit kaputt. Man sieht die Abdrücke von den 500 Scheine. Ich werde langsam stoppen jetzt. Ich weiß nicht, ob irgendwas durchgekommen ist. Jesus baut eine Gemeinde. Aber du bist der Stein. Wir sind die Steine. Lass er uns benutzen. Lass er mit uns machen, was er will. Er weiß, wo du passt. Manchmal denkst du, das will ich machen. Jesus sagte, nein, ich habe dich geschaffen. Ich weiß, wo ich dich rein fixieren kann. Und manchmal siehst du zu groß für ihn. Und er muss Axt nehmen, dich ein paar von dir abhacken. Ein paar Ehre und Würde, ein paar Stolz und Hochmut. Verstehst du mich? Ein paar Privileg, ein paar Ruhm, ein bisschen abhacken. Und du bist unbedeutend bei den Leuten. Und Leute lachen dich aus. Und dann nimmt er dich und tut dich rein. Und keiner ist ein Superstar unter uns. Wir alle passen zusammen. Wir alle sind eine Familie. Aber die Frage ist, wollen wir ihn als Christus erkennen? Oder bleibt er mein Heiler? Verstehst du mich? Jesus ist mein Heiler. Ich komme zu ihm, wenn ich krank bin. Wenn ich gesund bin, bin ich weg. Mein Erlöser, ich komme zu ihm, wenn ich gesündigt habe. Wenn ich mal ein paar Tage nicht gesündigt bin, mein Versorger, ich komme zu ihm, wenn ich Geld habe. Aber warum können wir nicht Jesus als der Christus erkennen? Der Sohn, das heißt, der Gott vertritt, der alles zu sagen hat. Das heißt, er kann sich entscheiden und mir sagen, jede Nacht steh auf um 3 Uhr und betet eine Stunde für Bundeskanzlerin. Er kann das machen. Sind wir bereit dafür? Jesus, er ist das Zentrum alles. Er ist der Mittelpunkt. Ich will meine Gemeinde bauen. Auf dem Felsen des Verständnisses, dass Jesus der Christus ist. Und die Pforte der Hölle wird die Gemeinde nicht überwältigen können. Lass mich noch diese Bibelstelle geben, dann beten wir. 1. Korinther 1, Vers 30. 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Jesus Christus ist unsere Weisheit. Er hat keine Weisheit und er schenkt uns keine Weisheit. Er ist die Weisheit. So, wenn du Weisheit brauchst, umarme Christus. Er ist die Gerechtigkeit. So, wenn wir uns erlauben, mit diesem Verständnis zu leben, werden wir automatisch in der Weisheit wandeln. Was heißt Weisheit? Weisheit ist zu wissen, was man tun soll. So, wenn ich mich in einer Situation befinde, wo ich Entscheidungen treffen soll, so, diese Bibelstelle und der Glaube und das Verständnis des Christus sagt, ich gehe einfach zu Christus und sage, Jesus, ich brauche dich in dieser Sache. Und Jesus wird sich offenbaren als Weisheit. Plötzlich hast du eine Idee und du tust es. Und Leute denken, du bist klug. Sie wissen nicht, nein, du bist wie alle Leute. Der Unterschied ist es, du hast dich entschieden, dich auf Christus zu verlassen. Wie oft hast du Entscheidungen getroffen, ohne Jesus zu fragen? Wir als Gemeinde, welche Rolle spielt Jesus? Fühlt er sich wohl in diesem Raum? Oder ist er nur jemand, dessen Namen wir rufen, wenn wir Heilung brauchen? So, wir sollen mit diesem
Verständnis leben und mit dieser Überzeugung leben, dass Jesus ist der König. Dass wir Menschen werden, die solche Lieder singen, Jesus, wir erheben dich. Unser König bist du. Du bist hier, mitten unter uns. Voll Ehrfurcht stehen wir vor dir. Wir beten an vor deinem Thron. Darf ich singen mal das auf Deutsch? Jesus, we enthrone you. We proclaim you as King. Jesus, unser König. Jesus ist der König des Reiches. Vergesst es nicht. Im Reich Gottes. Der König ist der Gesetzgeber und ist der Richter. Als Sklave im Reich Gottes hast du keine Meinung. Soll ich das wiederholen? Als Sklave im Reich Gottes steht deine Meinung nicht. Ein Mann sagte etwas und es klingt komisch. Und er sagte, jeder hat eine Meinung, aber sie stinken wie Mülleimer. Nur was Gott sagt, ist das Richtige. Nur was Gott sagt, ist das Richtige. So Gott ruft uns, zurück ins Gebet zu kommen, zu ihm zu kommen und ihn, der Herr unseres Lebens zu machen. Schau, hier bin ich, schau mich hier. Gott ruft uns, zu ihm zu kommen, ihn zu erkennen in den Entscheidungen, die wir treffen. Wir als Gemeinde, wenn wir in diesem Raum kommen, geben wir Gott die Ehre, dass wir beim König sind. Geben wir Gott die Ehre? Oder wir tanzen und rauchen und telefonieren und wie kann der Prediger predigen? Ja, hier ist mein Gesicht, schau mich hier bin ich. Wie kann der Prediger predigen und du schreibst SMS während der Predigt? Das ist Respektlosigkeit dem König gegenüber. Amen. Das ist Respektlosigkeit dem König gegenüber. Jesus, der König. Kannst du vor Bundeskanzlerin Angela Merkel stehen und SMS schreiben? Eigentlich, bevor du zu ihr kommst, hat man schon dein Telefon weggenommen. Aber du kommst zum König aller Könige. Das ist der Grund, warum wir das nicht mehr erleben in der Gemeinde. Respektlosigkeit. Es ist wieder Zeit, diese Ehre zu bringen, diese Ehrfurcht zu bringen. Gott zu erkennen. Wenn du reinkommst, wo wir Gottes Raum erklärt haben, benehme dich, wie du dich benehmen wirst, wenn Gott wahrhaftig vor dir steht. Und wir Prediger, wenn wir wissen, dass Gott hier stehen, werden wir es nicht wagen zu lügen. Werden wir lernen zu sagen, ich weiß nicht. Und ich werde das machen. Wehe mir, wenn ich etwas falsch erzähle, absichtlich. Kann ich Fehler machen? Wer viel redet, macht Fehler. Wer weiß das? Manchmal höre ich sagen, oh, nicht 7.700. Aber ich habe 7.000 gesagt. So was ist es manchmal, aber Gott nimmt die Ehre. Wir wollen jetzt zum Gebet gehen. Jugendliche. Unser Fußballer. Stell dir mal vor, Christus gibt dir Energie auf dem Spielplatz. Wo ist Samuel? Aha. Christus. Und er gibt dir Weisheit. Verstehst du mich? Und er gibt dir Weisheit. Ich erzähle diese Geschichte beim Beten, glaub mir. Ich weiß, diese Geschichte werde ich nie erzählen, vergessen. Und wenn wir im Himmel kommen, erinnere mich, Max, dass wir Gott nach Video fragen. Es gibt Video, alles Video ist da. Als Torwart, es gab 11 Meter. 11 Meter ist 5 Stück. Ich habe 4 gehalten. 4. Der 5., wenn das im Tor gekommen ist, hätte das gehalten, weil ich bin mitgegangen. Ich habe in meinem Ohr gehört. Verstehst du mich? Der Tag, ich habe die Gottes Kraft gespürt als Torwart. Ich habe nur in Zunge geredet und Tränen in meinen Augen. Ich verstehe nicht, warum. Es war so eine starke Gegenwart Gottes. Und ich dachte, ich höre links, rechts, ich habe 11 Meter gehalten. Der letzte hätte ich gehalten. Aber frag mich, was meine Spieler gemacht haben. Sie haben nur einen reingeschossen. So, es ist möglich, dass Gott mit dir arbeitet. Samuel, dass Gott dir eine Energie gibt. Du rennst 100 Meter, du bist nicht müde.
Sie werden dich vom Dopentest bringen. Die testen sauber. Woher hast du Energie? Du sagst Christus Jesus. Er gibt dir eine Idee. So bitte, Christus für Partner suchen. Lass Christus dir einen Partner geben. Schau nicht nur an Schönheit oder Körpergröße oder Körperform oder Gestaltung. Schau nicht an Konto. Die Frauen lieben gerne Männer mit viel Geld. Das sagt man. Ich weiß nicht, ich sage mir nicht sauer. Man hört das, dass Frauen lieben Männer mit Geld. Und Männer lieben Frauen, die Körper haben. So, ich habe nicht gesagt. Was sagen Leute darüber? Ich habe euch erzählt, was Leute darüber sagen. Und was denkst du, Pastor Pascal? Ich schweige, Halleluja. Schwester, ihr liebt mich, oder? Und Männer, ihr liebt mich auch. Wir wollen jetzt beten. Du wirst jetzt zu Gott gehen, du kennst dich. Du kennst dich. Du weißt, wo Gott jetzt zu dir im Herzen geredet hat. Du wirst jetzt zu Gott gehen und sagen, Gott, Jesus, du bist der Christus. Jesus, du bist der Christus meines Lebens. Du bist meine Weisheit. Du bist meine Errettung. Du bist meine Gerechtigkeit. Jesus, ich bringe dir frisch rein. Übernehme Kontrolle über mein Leben. Ich kundige die Herrschaft meines Lebens. Und wenn wir das beten als Gemeinde auch, Jesus, wir sagen dir, wir kundigen die Herrschaft unseres Lebens. Und für euch auch. Ich hoffe, dass irgendwas auch rübergekommen ist. Ich bete so sehr, dass Gott, der mit uns beginnt, dass Gott das vollbringt. Es ist schon, dass wir Zeit mit anderen verbringt. Aber ich will für euch auch beten, dass ihr die Möglichkeit findet, Jesus, euer Christus zu machen. Shalom.